Hallo, herzlich willkommen zu Case King TV. Heute mal wieder mit einem Sample, also einem absoluten Preview. Das Gehäuse, was ihr hier seht, nennt sich Bitfenix Prodigy, ist natürlich von Bitfenix und ist ein absolutes Sample. Das heißt, wir werden hier Ecken und Kanten noch finden, die noch nicht optimal sind. Das ist ein absolutes Preview-Sample, was wir hier bekommen haben. Das heißt, wir bitten euch auch im Nachhinein unten in den Kommentaren, schreibt uns, was könnte man ändern, was gefällt euch, was würdet ihr gerne anders haben wollen und. Bitfenix hat uns gesagt, sie werden selber auch hier gucken, in den Kommentaren mitlesen, teilweise auch beantworten und eure Ideen und Kommentare aufnehmen. Schauen wir es uns an. Einmal die Front zu Beginn. Komplett in Mesh gehalten, Bitfenix-Logo unten relativ unauffällig gehalten, oben ein 5,25 Zoll Schacht. Das ganze Gehäuse in Mini-ITX ausgelegt, sodass ihr im Grunde genommen auch hier nur einen 5,25 Zoll Schacht benötigt, wenn überhaupt. Die rechte Seite, dort finden wir Power Reset Button, natürlich USB 3.0 und entsprechende Audioanschlüsse. Sonst auch noch komplett geschlossen. Hier sowohl als auch auf der linken Seite wird noch über entsprechende Belüftungsöffnungen nachgedacht. Das heißt, dort werden wohl noch Meshgitter oder ähnliche Lüfteröffnungen hinkommen, damit zum Beispiel die Grafikkarte entsprechend Luft bekommt. Die Rückseite, eine große Aussparung schon mal für einen 140 oder 120 mm Lüfter. Alles mit dicken Schrauben versehen, schön leicht zu öffnen, wirklich, die sind griffig. Die kann man sehr schön nutzen. Hier unten der Netzteilschacht, auch eben mit diesen 4 Schrauben. Wie schon gesagt, hier kommen höchstwahrscheinlich noch Belüftungsöffnungen hin. Wir machen die Seitenwand mal auf, recht massiv ausgeführt. Und wir haben auch schon mal, wie ihr schon von hinten sehen konntet, ein Mainboard hineingepackt im Mini-ITX-Format. Hier könnten wir noch etwas größer werden, um halt entsprechend hier eine 2-Slot-Grafikkarte zu verwenden oder eine Grafikkarte plus eine Erweiterungskarte. 2 PCI-Slots also vorhanden, um dort entsprechend Erweiterungskarten zu nutzen. Hier unten der Netzteilbereich, thermisch im Grunde genommen komplett abgetrennt vom restlichen Bereich und vorne entsprechend 3,5 Zoll Schächte bis hoch zum 5,25 Zoll. Derer an der Zahl 2, 4, 5 Stück. Hier können wir dann natürlich auch 2,5 Zoll Laufwerke mit einbauen. Diese also auch überhaupt kein Problem. Nun die Besonderheit, ihr könnt diese Schächte von sowohl links als auch von der anderen Seite, von rechts einführen. Wenn ihr diese von rechts einführt, habt ihr die Möglichkeit, Grafikkarten bis hin zu 33 cm Länge einzubauen. Das heißt, die Grafikkarte wird, also die Position wird noch so geändert, dass ihr wirklich komplett nach hinten gehen könnt. Ihr könnt natürlich auch den ganzen Schacht herausnehmen. Das gilt für beide, den oberen und den unteren. Vorne in der Front natürlich auch Lüftereinbaumöglichkeiten und oben im Deckel genauso. Oben im Deckel werden wir die Möglichkeit haben, später einen 240er Radiator sogar einzubauen. Das heißt, dafür muss dann natürlich auf den 5,25 Zoll Schacht verzichtet werden, aber wer entsprechend ein externes Laufwerk nutzt, der könnte hier einen 240er Radiator sogar einbauen in einem Mini-ITX-Gehäuse. Jetzt müsst ihr euch nur noch dann Gedanken machen, wo baue ich die Pumpe ein und den Ausgleichsbehälter und schon habt ihr eure Wasserkühlung in einem Mini-ITX-Gehäuse, wenn das nichts ist. Ansonsten alles in Stahl gehalten. Hier oben noch ganz interessant, wir haben hier einen speziellen Kunststoff. Ich zeige das mal von vorne. Diesen könnt ihr ohne Probleme biegen, äußerst stabil, hat sich Bitfenix ausgedacht, ist auch so ein bisschen im Soft-Touch gehalten, also fühlt sich zumindest nach Soft-Touch an. Und daran kann er natürlich auch ohne Probleme getragen werden, selbst wenn er voll befüllt ist, überhaupt kein Problem mit dem Gewicht. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, Ideen für dieses Gehäuse noch, Wünsche, wo ihr sagt, Mensch, da wäre noch toll, wenn man das noch machen könnte oder das, dann schreibt uns. Hier unten in den Kommentaren, Bitfenix liest mit, wir lesen mit, geben weiter und dann schauen wir mal, was von euren Anregungen noch genommen wird. Wir würden uns freuen und wir sehen uns wieder
schon bald mit dem nächsten Preview hier bei Case King TV.